Könnt ihr euch erinnern, seit bald 2 Jahren dröhnen uns unsere Mainstream-Medien mit dem Slogan die Ohren zu, alles zum Schutz des Lebens und der Gesundheit. Für Julian Assange gilt es offenbar nicht, der rechtswidrig inhaftiert wird, seit Jahren der Folter ausgesetzt wird. Das sind die sogenannten Werte der westlichen Wertegemeinschaft. Frieden, Freiheit, Gerechtigkeit, Demokratie und Menschenrechte. Folter, eingesperrt sein, seine Kinder nicht wirklich kennenzulernen zu können, sie nicht aufwachsen sehen zu können, auf der Welt verfolgt sein, kriminalisiert sein, ja, mit Vergewaltigungsvorwürfen konfrontiert zu werden, als ein Verbrecher dargestellt zu werden, auf der Flucht, in Asyl, in einen Hochsicherheitstrakt. Es drohen 175 Jahre Haft mindestens. Das alles ist keine Beschreibung des neuen James-Bond-Films. Nein, das ist die bittere Realität für Julian Assange. Und das, was mit Julian gemacht wird, ist ein Verbrechen gegen die Freiheit, gegen die Meinungsfreiheit, gegen den Journalismus und gegen jedwede Wahrheit und Grund- und Menschenrechte. Es wurde heute vieles berichtet. Wir hatten vor einiger Zeit eine Anhörung dazu gemacht. Reporter ohne Grenzen, John Shipton, auch Julians Vater John, Julians Bruder haben uns besucht. Und viele, viele Freunde. Und es wurde auch gesagt, die Bewegung ist international. Julian und Wikileaks haben Kriegsverbrechen aufgedeckt, von den US-Imperialisten begangen. Sie alle kennen Collateral Murder. Mehr als 15.000 zivile Opfer haben sie aufgedeckt. Opfer von einem verbrecherischen Krieg, Opfer, die Opfer von Verbrechen gegen die Menschlichkeit geworden sind. Und statt endlich diese Verbrechen aufzuklären, verfolgt man den Mann, der diese aufgedeckt hat. Und das zeigt doch, wie es bestellt ist, um Meinungsfreiheit, um die 4. Gewalt, dass an Julian ein Exempel statuiert wird, damit Journalistinnen sich nicht mehr trauen, die Wahrheit offen zu legen. Ich arbeite im Team von Free Assange EU und das ist eine ganz tolle Website. Da kann ich jedem nur empfehlen, drauf zu gehen und sich zu informieren. Denn dort findet man Termine für die verschiedenen Mahnwachen, aber auch ganz viele Informationen, Hintergründe, Links, Videos und alles rund um den Fall von Julian Assange. Allein die vor allem von Herbert Frahm, alias Willy Brandt, durch zahllose Briefe, Gespräche und öffentliche Aktionen fortgesetzt organisierte internationale Aufmerksamkeit erzwingt, dass Karl von Ossietzky aus der KZ-Haft entlassen und unter Gestapo-Beobachtung zwar in staatliche und später private Pflege kommt. Der Friedensnobelpreis wird ihm im November 36 verliehen. Hamburg hat einen Friedensnobelpreis als Sohn der Stadt. Ossietzky nimmt ihn in einem Brief mit den Worten an: Der Nobelpreis für den Frieden ist kein Zeichen des inneren politischen Kampfes, sondern der Verständigung zwischen den Völkern. Ich meine, Kriegsverbrechen aufzudecken, das böse Spiel der staatlichen Doppelmoral zu entzaubern. Ist dies nicht auch ein großer Beitrag zur Verständigung zwischen den Völkern? Ist dies nicht das Motiv, wofür auch Julian Assange schon lange hätte den Friedensnobelpreis erhalten müssen? Die letzte Frage gilt uns allen, uns Bürgern. Freiheitlich denkenden, sozialen, zivilisierten Menschen. Wie lange wollen wir die Erosionen unseres demokratischen Selbstverständnisses hinnehmen? Wann, wenn nicht sofort, handeln wir und verlassen die bequemen Räume
des Nichtsehens, Nichthörens und Nichtsprechens. Wenn wir schon Assange nicht schützen, warum schützen wir nicht zumindest uns selbst? Dankeschön. Ohne freie Information, freies Wort und seine freie Verbreitung gibt es keine Demokratie.